Herzlich willkommen zu unserer Musikreise. Herzlich willkommen zu unserer Musikreise. Hallo, meine lieben Freunde. Heute begeben wir uns auf eine neue musikalische Reise. Heute werden wir im Musikland die wahren Geheimnisse der Zeit entdecken und erfahren, welche Notenlängen es gibt, was die magische Regel der 2 ist, wie sich Noten verbinden können und wie Ordnung im Musikland entsteht. Seid ihr bereit für diese zauberhafte Reise? Dann beginnen wir! Der Rhythmus entstand lange vor den Noten. Schon vor sehr langer Zeit machen die Menschen Musik mit Trommeln, Klatschen und Bewegungen. Die Musik lebte im Körper, im Schritt, im Atem, in der Freude. Mit der Zeit entstand der Gesang. Und lange Zeit half der Text, den Rhythmus in der Musik zu ordnen. Die ersten Versuche, Musik aufzuschreiben, waren ungenau. Und das rhythmische System wurde ständig verändert und verbessert. Erst im 17. Jahrhundert entstanden Noten, Takte und Notenwerte in der Form, wie wir sie heute kennen. Und jetzt kehren wir zurück ins Musikland, wo uns der Ton C, der Hüter der Harmonie, erwartet und eine neue musikalische Geschichte beginnt. Im Musikland lebte der Ton C, der Hüter der Harmonie. Sie sorgte dafür, dass alle Klänge im Einklang lebten. Eines Tages sagte er nachdenklich: Alle Noten klingen wunderschön. Aber wie können sie gemeinsam in der Zeit erklingen? Da rief sie ihren treuen Helfer. Auf einem glänzenden Flügel erschien das Metronom Tick-Tack in einem eleganten Holzkostüm. Tick-Tack, ich vertraue dir das Wichtigste an. Du wirst die Zeit im Musikland bewachen. Tick-Tack, ich werde jeden Moment im Blick behalten. Keine Sorge. Danke. Dann versammelte er alle Noten und sagte: Heute werde ich euch das wichtigste Geheimnis verraten. In unserem Land gilt die Regel der 2. Jede nächste Note ist halb so lang und doppelt so schnell. Langsam trat die große, runde, weiße Gansi, die ganze Note, auf die Bühne, wie eine warme Sonne, und sang. Dann kam die sanfte Halbi, die halbe Note mit ihrem Schirm und sang. Selbstbewusst marschierte der kleine schwarze Vierteli, die Viertelnote mit seinem kräftigen Bein. Eine Note pro Schlag. So entsteht der Puls. Ich ernenne dich zum Hauptdirigenten. Du bist verantwortlich für den Herzschlag der Musik, für ihren Puls. Außerdem organisierst du die Noten in Gruppen, die eine Viertel dauern, und verbindest sie oben mit einem Balken, damit sie nicht verloren gehen. Danke für das Vertrauen. Gern geschehen. Die lebhafte Achteli, die Achtelnote, erschien gemeinsam mit ihrer Freundin. 2 Noten pro Schlag. Hör gut zu. Oder man zählt sie so. 1 und... Und plötzlich ein Blitz. Die schnellsten Sechzehnteli, die Sechzehntelnoten, flitzten vorbei. 4 Noten pro Schlag. Ganz schnell. Jetzt kennt ihr die Regel der 2 von der langsamsten bis zur schnellsten Note. Was ist, wenn wir uns zu dritt verbinden möchten? Eine wunderbare Frage. 3 gleiche Noten können sich zu einer Triole verbinden. Sie richten sich immer nach dem Puls des Hauptdirigenten, nach der Viertelnote. Wenn sich der Puls der Musik ändert, ändert sich auch der Dirigent und damit verändern sich auch die Notengruppen. Und außerdem schenke ich euch den magischen Taktart. Er steht immer neben dem Notenschlüssel und bringt Ordnung in die Musik. Die obere Zahl zeigt, wie viele Gruppen in einem Takt leben. Die untere Zahl zeigt, wer euer Dirigent ist, welcher Notenwert den Puls vorgibt. Die Noten leben in ihren musikalischen Wohnungen, den Takten, die durch vertikale Linien getrennt sind. In jeder solchen Wohnung hat alles seinen Platz. Kannst du uns etwas schenken, damit wir länger klingen können? Natürlich! Hier ist ein magisches Schloss, der Punkt. Er verlängert eine Note um die Hälfte. Und hier sind magische Bögen, die Bindebögen, die Noten sanft miteinander verbinden. Und gibt es etwas, womit ich manchmal ganz unsichtbar werden kann? Dieser Zaubermantel verwandelt dich in eine Pause. Wenn du ihn trägst, bist du still, aber deine Zeit läuft weiter. Das heißt, ich klinge nicht, aber ich zähle trotzdem? Genau so. Die Pause ist auch Musik. Sie hilft zu atmen, sich auszuruhen
und macht die Musik noch schöner. Danke. Gern geschehen. Oh, verschwunden. Oh, wie magisch. Tschüss. Jetzt lasst uns alle zusammen singen. Ganze Musikland erklang in wunderbarer Harmonie. Tick-Tack zählte die Zeit und die Noten tanzten nach seinem Rhythmus. Wenn Harmonie auf Zeit trifft, entsteht echte Musik. Und jeder Klang kennt seinen Platz. Und jetzt spielen wir! Alle Noten steigen in einen musikalischen Zug und machen sich auf eine Reise. Auf dem Bildschirm siehst du diesen Zug und du klatscht den Rhythmus der Noten, die an dir vorbeifahren. Und jetzt eine kleine Aufgabe für euch. Lernt die Notenwerte, klatscht sie mit dem Metronom. Findet Rhythmus um euch herum. Im Herzen, im Schritt, in den Klängen. Heute haben wir ein wichtiges Geheimnis entdeckt. Wenn wir die Zeit teilen, beginnt die Musik sich zu bewegen und zu atmen. Ganze, halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel. Und manchmal ist die Musik still. Doch selbst in der Stille lebt sie weiter. Harmonie ohne Zeit ist Chaos. Zeit ohne Harmonie ist Lärm. Und selbst die kleinste Pause macht die Musik lebendig. Zusammen erschaffen sie die Musik. Ich wünsche dir, den Puls der Musik zu fühlen und deinen eigenen Rhythmus zu finden. Und denkt daran, nicht nur die Noten sind wichtig, sondern auch die Pausen dazwischen. Manchmal entstehen in der Stille die schönsten Gedanken und die schönste Musik. Hört zu und fühle. Und denkt daran, Musik ist eine Reise, in der Klang und Stille Hand in Hand gehen. Und jede Note hat ihre Zeit. Bis zur nächsten musikalischen Reise! Vielen Dank, das war toll. Tschüss, bis bald. Nochmal spielen, bitte. Dankeschön.